Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute wollen wir ein bisschen durchrushen, denn es gibt in diesem Video viel zu erzählen. Ich zeige euch alles über das neueste Update, was alles damit einherkommt, ein paar Bilder und Screenshots zu den neuen Updates, zum World Boss, zu den Dungeons etc. pp. Und ja, was das alles mit sich beinhaltet. Es gibt Event-Truhen, beziehungsweise es gibt Event-Pakete zum World Boss im Webshop und das werden wir uns dann auch genauer anschauen, wenn es denn soweit ist. Die Woche ist vollgeladen mit vielen Inhalten, News und deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Wir haben hier zwei neue Blogs im Blogkanal hier von Shakes and Fidget. Da gehen wir mal zuerst kurz drauf ein, bevor wir auch ein paar Bilder und Updates zu den neuen Update erzählen, was halt eben jetzt hier auch die Woche launchen wird. Ja, willkommen Held oder Heldin. Während des Besuchs der Content Creator wollten wir Ihnen etwas Besonderes präsentieren. Wir boten unseren Gästen die Möglichkeit, eine frühe Version des World Boss Events zu spielen, das im Juli 2025 starten soll. Dies ermöglichte Ihnen nicht nur die Interaktion mit einem unveröffentlichten Feature, sondern bot uns auch eine Plattform für wertvolles Feedback. Also in dem ersten Post geht es hier darum, so ein bisschen, als wir bei Playa gewesen sind, der World Boss wieder getestet worden ist. Im zweiten Block geht es dann eher um das Update, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Alpha-Tests, Spieltests, die während der Entwicklungsphase durchgeführt und nur einer ausgewählten Gruppe zugänglich gemacht werden, werden als Alpha-Test bezeichnet. Bei Alpha Spieltest bewerten die Teilnehmer eine noch in Entwicklung befindliche und daher nicht vollständig abgeschlossene Feature-Version. Im Gegensatz dazu umfasst Beta-Test eine stabile Version des Features und richtet sich an ein breites Publikum, auch wenn sie noch eingeschränkt sein könnte. Typischerweise sind Alpha-Tests der Alpha-Gruppe vorbehalten, wir nutzen jedoch die Gelegenheit, frühes zusätzliches Feedback von Content-Creatern in Entwicklungsprozessen zu sammeln, indem wir ihnen die Teilnahme an Events während ihres Besuchs in unserem Hauptquartier in Hamburg ermöglichten. Dieser Ansatz lieferte uns wertvolle Einblicke in das Verständnis und die Interaktion der Spieler mit dem Event. Die Content Creator waren begeistert von der Teilnahme an diesem Spieltest und lieferten unschätzbares Feedback, wie unsere Teamleiter Qualitätssicherungs-QA Playa Patrick bestätigte. Die CCs bestätigten weitestgehend bestehende Bedenken der QA. Sie zeigten schnell Lernfähigkeit und verstanden das Event sehr gut, wobei sie wertvolles Feedback gaben. Es war erfreulich, den Spielern ein sich in Produktion befindliches Feature in einer konstruktiven und persönlichen Umgebung zu präsentieren und sie auf ihre eigene Art spielen zu sehen. Neue Perspektiven zu hören hilft uns in der QA zu neuen Schlussfolgerungen zu gelangen oder neue Ansätze für bestehende Probleme zu finden. Feedback der Content Creator. Nach dem Spieltest baten wir die Content Creator um direktes Feedback zu ihrem ersten Eindruck vom World Boss Event. Es scheint, dass die Content Creator das Potenzial dieses Events erkannt haben und es generell als eine interessante Ergänzung zu Shakes and Fidget ansehen. Die Content Creator kritisierten, dass es nicht möglich war, Katapult-Upgrades zurückzusetzen. Als Reaktion darauf wir es bei Veröffentlichung des Events möglich sein, Standard-Upgrades zu kaufen, um unerwünschte Katapult-Upgrades zu ersetzen. Wir haben weiteres Feedback erhalten, dass aufgrund seiner Komplexität genauer untersucht werden muss, da es hauptsächlich die Belohnung betrifft und wie diese attraktiver gestaltet werden können. Zusätzlich wurde angemerkt, dass das Event verschiedene Themen haben sollte, um es ansprechender und unterhaltsamer zu gestalten. Die Content Creator hätten gerne mehr gespielt, aber um jede Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen mit der Spiele-Session des World Boss zu sammeln, mussten die Zeitfenster begrenzt werden. Wie funktioniert das World Boss Event? Gut, das haben wir eigentlich so weitestgehend behandelt. Melde dich mit Stadtbannern an und füge den World Boss automatisch Schaden zu, verbessere dein Katapult mit
Katalysatoren und Ressourcen, je stärker, desto höher der Schaden. Also das sind diese neuen Währungen, die ich gesagt hatte, die wir sehen werden. Ja, ab 10 Upgrades hast du die Chance, Spezialangriffe auszuführen. Kampfbeute mit Medaillen und Extras ist täglich verfügbar. Je höher der Schaden, desto höher die Beute. Zeige ich euch gleich auch nochmal ein paar Bilder. Tägliche Bossbelohnungen und Ranglistenbelohnungen für Helden und ganze Spielwelten erwarten dich. Besiege den Boss, ehre deine Stadt etc. pp. Ja, besondere Belohnung World Boss Rahmen. Das ist neu. Da wusste ich auch noch nichts von. Die 3 erfolgreichsten Spieler aus allen Spielwelten erhalten einen speziellen World Boss Rahmen in Bronze, Silber oder Gold. Die Rahmen sind auf eine Dauer von 60 Tage begrenzt, ähnlich den Hintergründen des Elevators. Okay? Das auf jeden Fall erstmal soweit zum Block Nummer 1. Jetzt kommen wir zum Changelog und damit auch zum neuen Update von Shakes & Fidget, was uns diese Woche erwarten wird und die neuen Features, die da drin mit enthalten sind. Ne? World Boss, neues globales Event, das kennen wir ja schon, die Dungeon-Erweiterung. Jetzt haben wir hier auch die Namen der Dungeons auch mit drin inbehalten. Arkane der alten Pixel-Ikonen, der Serverraum, Werkstatt der untoten Jäger, Retro-TV-Legenden und der Meetingraum. Dauerschleife der Idole wurde um 9 Idole erweitert, hat jetzt insgesamt 30 Idole. Also da wurde es jetzt auf eine gerade Zahl raufgesetzt, also es sind nicht 10 neue Idole, sondern 9 und damit insgesamt dann 30. Einige Creator wurden ausgetauscht und teils wurden für bestehende Creator neue Avatare implementiert. Der 13. Stock gegen der 7. Ebene wurde ausgetauscht. Ja, allgemeine Anpassung haben wir hier. Die Happy Hour wurde entfernt aufgrund Feedback von der Community. Verbesserung, Fusion, Fehlermelden, Pop-up und dann haben wir hier noch ein paar behobene Fehler. Ja, die hier natürlich auch ziemlich viele sind auf jeden Fall. Hier nochmal für alle F9-Spieler, alter Client, die oben genannten Änderungen und Neuerungen sind ausschließlich in den Update 26.0 erhalten. Spieler auf der Welt F9, die den alten Client Steam, iOS, Android anstelle des Preview-Client-Browser verwenden, müssen unter anderem mit diesen Problemen rechnen. Ja, also hier haben wir ein paar Probleme auf jeden Fall noch, mit denen wir speziell auf F9 nochmal klarkommen müssen. Genau, haben wir hier sonst, nee. Okay, ich glaube, hier stand noch irgendwas. Das Update auf F9 erfolgt vor dem World Boss Sale im Webshop. Also da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Da kriegen wir dann im Webshop den speziellen Sale in Anlass zum World Boss, bei dem ein spezielles Eventpaket erhältlich ist. Dieses enthält 2 Event-Ressourcen, die Stadtbanner und Katalysatoren. Ja, also mit den Stadtbannern kann man sich ja dann anmelden zum Kampf. Ne? Je nachdem, wie viele Stadtbanner man verwendet, bis zu 8 Stück für 8 Stunden pro Tag, kann man die dann farmen. Ich glaube, das waren alle 2 Stunden, kann man einen Stadtbanner passiv erhalten, ähnlich wie bei Elevator-Tickets im Elevator. Ja, und die Katalysatoren sind auch Bestandteil davon, um sein Katapult auch zu verbessern. Ja, und da kommen wir jetzt nun mal gleich ins Spiel. Ich habe hier ein paar Bilder gemacht. Wir haben hier einmal das neue Vorschaubild für die Dauerschleife der Idole. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich kann euch das ja nochmal zeigen im Vergleich zu dem alten Vorschaubild. Das haben wir einmal das hier, ja, und da sind ja noch ein paar alte Creator drin und das wurde jetzt überarbeitet. Das sieht jetzt quasi so aus. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Ich hatte auf Instagram auch mal eine Umfrage gemacht, wie ihr das findet. Und 90% der Spieler, also ich glaube wirklich exakt, glaube ich jetzt momentan gerade 90% der Spieler feiern es. 10% sagen, sie fanden das alte cooler. An die 10%, die das Video hier vielleicht sehen sollten, würde ich sehr gerne mal euer Feedback bzw. eure Gedanken dazu hören. Warum fandet ihr jetzt das alte besser als das neue? Das würde mich mal einfach nur interessieren. Sind das persönliche Gründe oder ist das einfach von der Optik her, findet ihr das geiler? Das hätte ich sehr gerne mal gewusst an die 10%, die aktiv abgestimmt haben auf Instagram und gesagt haben, nö,
das alte fand ich irgendwie cooler als das neue jetzt. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren auf jeden Fall. Euer Feedback ist da sehr gerne gehört. Ja, dann kommen wir zu den neuen Dungeons. Mit den neuen Dungeons gibt es natürlich auch neue Achievements und die haben wir hier einmal aufgelistet. Ja, nachdem wir hier die Monstergrotte besiegt haben und den Sandsturm hier, haben wir dann hier einmal den Highscore-Knacker als Achievement, bezwinge die Pixel-Ikone in der Licht- und in der Schattenwelt. Dann haben wir hier einmal den Bug Terminator und das ist, wenn man hier den Serverraum einmal besiegt, ja, Highscore-Knacker, dann Pixelquäler, hier haben wir Bug Terminator und Codesäuberer. Und der nächste Dungeon ist dann hier der Sargnagler, ja, Werkstatt der Untotenjäger bezwingen und den unsterblichen Jäger, gefolgt von dem Nostalgie-Zapper, wo wir hier die Retro-Helden besiegen müssen in der Lichtwelt und den Serienkiller dann für die Schattenwelt. Und genau, der letzte Dungeon ist ja dann wieder der Player-Dungeon, wo wir einmal hier den Teamplayer haben, also hier wird er halt eben Meetingraum genannt und dann den Ausgebrannten. Ja, also hier einmal zur Übersicht für die für die neuen Dungeons. Wer das Ganze nochmal im Detail sehen will, kann sich auch das neue Update-Video anschauen von Shakes and Fidget natürlich. Ne? Wir haben hier jetzt nur ein paar Screenshots und ja, hier sehen wir zum Beispiel einmal den World Boss und wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier halt eben diese Stadtbanner, die man einstellen kann und da haben wir jetzt hier momentan gerade bis zu 15 Stück, könnt ihr hier oben sehen. Das ist wie bei den den Elevator-Tickets, so alle 2 Stunden wird eins generiert und dann kann man sich halt hier eben dann anmelden und somit kämpft man dann quasi die Stunden dann passiv gegen den World Boss mit seinem Katapult. Ja, das Katapult haben wir einmal hier, da seht ihr auch einmal hier oben die Währungen, da haben wir hier die Stadtbanner, die Katalysatoren und die Medaillen. Medaillen sind auch wichtig, die bekommt ihr durch, durch die Beutekisten, die ihr bekommt, wenn ihr halt eben Schaden am World Boss macht und mit diesen Medaillen könnt ihr quasi in diesen Ranglisten hier oben dann aufsteigen. Es gibt insgesamt 3 Ranglisten und für diese 3 Ranglisten gibt es auch speziell 3 Belohnungskisten, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und ja, ist natürlich logisch, je mehr Medaillen, je mehr Schaden ihr gemacht habt, desto besser die Belohnung, desto besser die Platzierung. Hier unten haben wir einmal dann das Katapult, von dem ich einst sprach. Und hier haben wir halt eben diese 5 Slots, die dafür da sind, um euer Katapult zu befüllen. Und die starten immer mit so Standardsachen, wie zum Beispiel Schadensbonus, dann haben wir Angriffsgeschwindigkeit und sowas. Hier links steht dann euer Schaden pro Stunde, den ihr halt eben gegen den World Boss macht. Und dann gibt es halt eben spezielle Verbesserungen für euer Katapult, was ihr halt bis zu 10 Mal aufleveln könnt, danach ist Schluss. Und diese speziellen, sag ich mal, Vorrichtungen, die sind halt eben für Turmebenen, für spezielle Turmebenen geeignet und können auch prozentual eingesetzt werden, beziehungsweise es machen manche Vorrichtungen, wie die Zielvorrichtungen hier, nur bestimmt Schaden, wenn der Boss zum Beispiel unter 30% ist oder über 70%, dann machen die irgendwie 20% mehr Schaden oder so, das werdet ihr dann sehen. Ja, hier oben haben wir einmal auch die Haltbarkeit vom Katapult, bis es kaputt geht. Ansonsten kann man es auch alternativ natürlich löschen. Ne? Und dann gucken wir einmal weiter. Hier haben wir jetzt die 3 Touren von den Schadensmeister, Kampfauswertung und international. Da haben wir hier einmal die Teilnehmertour. Die bekommt man dafür, wenn man halt eben teilgenommen hat am World Boss Event. Dann haben wir einmal die Vollstreckertruhe. Die ist dafür da, wenn ihr ein bestimmtes Körperteil von dem World Boss sozusagen gefinisht habt, ähnlich wie bei der Gildenhydra, wenn ihr dort den letzten Schlag angerichtet habt. Je nachdem richten sich hier auch die 3 Tabs, je nachdem, wer hier halt eben was geleistet hat, wird halt eben auch hier in diesen 3 Ranglisten aufgelistet. Und dann haben wir hier einmal die Schadenstruhe und die bekommen halt eben die Leute, die am meisten Schaden gedealt haben, und das ist dann halt eben auch hier der Tab für international. Ne? Also
wobei man beim Schadensmeister auch natürlich aufgelistet wird bei den Damage, den man gedealt hat, und international gibt es aber trotzdem halt auch nochmal eine Liste, was halt eben ziemlich cool ist auf jeden Fall. Bei den Kampfauswertungen wird dann angezeigt, wer am meisten Schaden wo gemacht hat und wer den letzten Schlag mehr oder weniger da gehittet hat gegen den speziellen World Boss. Ja, dann kommen wir hier einmal zu den Belohnungen. Ist, denke ich mal, für viele Leute auch sehr interessant. Hier hinten sehen wir ein Beispiel von einem World Boss. Ja, und hier haben wir dann die Belohnungen jetzt für den Schadensmeister im Speziellen. Hier sehen wir dann einmal den Rahmen. Ist halt ähnlich wie beim Elevator auch. Wir bekommen Gold, Ressourcen, Legendary-Stein und so weiter und so fort. Ja, das sind dann die Overall-Belohnungen. Aber wie gesagt, man bekommt auch täglich natürlich auch solche Loot-Truhen in sein Inventar gedroppt, beziehungsweise ich glaube, das war nach jeder Stunde, bekommt man auch bestimmte Truhen als Loot gedroppt, die man halt eben dann öffnen kann, die man in sein Inventar bekommt und dort halt eben auch unter anderem Medaillen, Katalysatoren und so weiter dann neben halt eben Gold und weiterem auch bekommen kann dann. Ne? Ja, das teilt sich hier auch auf, also da haben wir einmal dann die Belohnung, dann sehen wir jetzt hier bei der Kampfauswertung, was ich euch eben gezeigt hatte, die zweite Truhe sozusagen, sehen wir dann hier einmal den Todesstoß oben, ja, den meisten Schaden, der oben gedealt worden ist, das gleiche für die Mitte, ne, Todesstoß und meister Schaden und dann Todesstoß für die untere Ebene und den meisten Schaden, die werden dann hier, die Weltbesten werden dann hier aufgelistet. Ja, hier haben wir dann noch ein weiteres Beispiel. Ich denke mal, jetzt kann man ungefähr erkennen, was ich so gemeint hatte mit der Zeichnung, die ich euch aufgelistet oder aufgezeigt hatte, wie der World Boss aufgebaut ist. Hier links der Turm, rechts das Monster. Ich denke mal, das ist relativ akkurat getroffen so. Ne? Und ich glaube, jetzt kann man sich da ungefähr ein Bild machen, was ich so meinte. Wie das Ganze hier aufgebaut ist in dem Fall. Und ich glaube, ja, das letzte Bild, das war hier gewesen. Hier haben wir dann noch einmal die internationalen Belohnungen, beziehungsweise für die Leute, die halt eben international am meisten Damage gedealt haben, so, ne? Und hier haben wir dann auch nochmal spezielle Belohnungen, zum Beispiel für den Erstplatzierten hier das erste Bier des Tages ist kostenlos für 14 Tage, Hexentanz an jedem Mittwoch für 4 Wochen, ne? Und so staffelt sich das dann weiter, ne? Hier haben wir dann für 12 Tage Hexentanz an jedem Mittwoch für 4, so und so weiter und so fort, ne? Hier ist dann für 10 Tage auf Platz 3 Hexentanz an jedem Mittwoch für 3 Wochen, so, ne? Und da haben wir dann hier diese Art von Belohnungen dann für, die internationalen Ranglisten und so ist das Ganze dann aufgeteilt. Also man bekommt täglich mehrere Belohnungen, je nachdem, was man an Schaden gedealt hat. Am Ende des Tages bekommt man dann nochmal eine Kampfauswertung, ne? Bekommt dann auch nochmal Boni und am Ende des Events bekommt man dann auch nochmal Boni. Also man bekommt sehr viel. Wenn man halt eben auch oben mitspielt. Das Ding ist halt eben, dass wenn man will, kann es halt sehr kostenspielig werden, wenn man versucht, sein Katapult so gut es geht zu maximieren, weil man halt auch immer nicht das beste Katapult bekommen kann, weil man halt eben alles freikaufen muss für die nächste Verbesserung und das ist halt eben so ein bisschen RNG, ob man jetzt halt eben gute Items für sein Katapult bekommt oder halt eben nicht, weil man nicht blättern kann, sondern sich das nacheinander freikaufen muss für den nächsten Shop-Roll sozusagen. Und das kann natürlich dann ziemlich teuer werden, ja, aber anhand der Belohnungen sieht man, okay, klar bekommen die ersten natürlich dann auch dementsprechend mehr, aber ich glaube, dass halt eben, weiß ich nicht, die Belohnungen jetzt nicht gerechtfertigt sind für das, was man an Pilze ausgeben kann in diesem Modus, beziehungsweise was man hier auch an Belohnungen bekommt. Ne? Vor allen Dingen geht es auch relativ weit runter, ne? Aber wir werden das Ganze dann beobachten, wenn es soweit ist. Am Mittwoch kommt das Event dann schon auf F9 raus. Da werden wir dann abends ein bisschen reingehen und den World Boss testen. Am Donnerstag bin ich dann wahrscheinlich den ganzen Tag live, wenn es dann online ist. Und das sind erstmal so die Übersichten zu den ganzen Changelogs und den Verbesserungen, was es hier alles so gibt. Wer sich das Ganze nochmal hier im Detail durchlesen möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Schaut ansonsten nochmal hier auf der Shakes & Fidget Webshop-Seite vorbei im Blog. Da findet ihr alles. Und ansonsten war es das jetzt erstmal soweit von mir. Ich denke
denke mal, die meisten Sachen sind jetzt soweit klar und den Rest werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.